wenn ich ganz klar mit mir sein könnte, ganz klar zu anderen sein könnte, dann wäre das sowas wie wirklich frei zu sein. Ein bisschen auf die Dose draufsteht, kannst teilweise entziffern. Ich bin ein Wortrealist. Also für mich ist das Wort schafft für mich die Wirklichkeit. Das erste, was ich getan habe, ich habe einfach die Dose beschriften wollen mit dem, was mir wichtig ist. Ja. Und das erste, was ich draufgeschrieben habe, war eigentlich nie nur ich. Wenn ich meine Geschichte betrachte, es war mir immer wichtig, dass nie nur ich, also irgendwo vorne bin oder wichtig bin. Also es war mir immer wichtig, das Umfeld, zu dem ich gehört habe. Und ein nächstes Wort, was ich dann draufgeschrieben habe, quer dazu war Klarheit. Klarheit ist auf der einen Seite, es ist schon die Fähigkeit, also klar mit sich selber zu sein, klar zu anderen zu sein und anderen auch etwas klar zu machen. So ist es eigentlich für mich ein Traum geblieben, ein noch unerledigtes Thema. Wenn ich ganz klar mit mir sein könnte, ganz klar zu anderen sein könnte, dann wäre das sowas wie wirklich frei zu sein. Was könnte der Nutzen sein, dass wir uns so sehr verstellen? Wenn die Fassaden das sind, dass sie das darstellen, was ich sein möchte oder sein kann, dann ja. In der Mitte zwischen Anfang und Ende sein. Es wäre ein traumhafter Zustand, zu wissen, also dass man immer unterwegs ist, dass man weiß, wo man herkommt, dass man möglicherweise weiß, wohin man möchte, ohne es jeweils definieren zu können, weil wenn man ist, dann ist man in der Mitte sozusagen und dann greift man Anfang und Ende. Also die Mitte bringt also Anfang und Ende zusammen sozusagen. Und was habe ich da reingegeben? Das ist einfach nur, man will also mit dem Traum irgendwie Glück haben und das ist so einfach ein Glückssymbol. Dann habe ich reingegeben eine Kerze und Licht, also das ist für mich auch ein wichtiges Symbol. Also irgendwo ist der Traum ja auch sozusagen, hat etwas zu tun mit den Vorstellungen seiner eigenen Ewigkeit sozusagen und das möchte ich schon, dass sie lichtvoll wäre. Ne? Das ist der Hilferuf, ja, das ist so das verwenden die Gays, die Schwulen, um ein Pfeiferl, das sie umhängen haben, damit sie Hilfe rufen können, wenn sie das Gefühl haben, sie werden attackiert, dann können sie pfeifen und das ist zum Symbol gegen die Homophobie geworden sozusagen und sich zu wehren. Ne? Also es gibt zu viele Leute um uns herum, die also Hilfe brauchen und ich habe gelernt, was es heißt, wenn man Hilfe braucht, auf andere angewiesen zu sein und wenn man dann also den richtigen Schrei machen kann oder weiß, wie man das macht, also damit man auch gehört wird sozusagen. Dann, ich dichte gerne. Die Linie 07 stellt den Betrieb ein. Letzte Haltestelle Weihnachten. Stille Andacht. Denke an die Umsteigemöglichkeit. Linie 8, also das Jahr 2008. Kursänderung ausdrücklich empfohlen. Halte dich in Bewegung, gute Fahrt. Die Gedichte sind eigentlich Sprachbilder aus dem Alter. Also das ist etwas, was ich mir immer noch erträume, also in den Gedichten etwas aussagen zu können, was man träumt, was man denkt, was man ist und einfach die Welt ein bisschen von einer anderen Seite sehen zu können. Und deshalb habe ich auch so ein Notizbuch reingegeben da, weil also das ist noch leer, das muss also noch beschrieben werden, das bleibt noch mein Traum sozusagen. Und dann habe ich reingegeben einfach 2 Visitenkarten. Das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Eins meiner schönsten Projekte jenseits der Wissenschaft war das Kaffeehaus in São Paulo, das ich gehabt habe. Unter dem Titel Principio, also der Anfang. Ja. Und das habe ich eigentlich damals gemacht, das Café, weil ich einen Traum verwirklichen wollte. Also ich war also krebskrank und die Beatrix, meine Frau, hat gesagt, also wenn alles gut geht und du wachst auf, dann merke dir den ersten Gedanken, den du hast. Und ich bin dann nach der Operation aufgewacht und denke, ich mache ein Kaffeehaus auf. Das war also eine Bar und ein Kaffeehaus. Ja. Und habe es aber dann ist es finanziell nicht mehr so gut gelaufen, dann habe ich es aufgegeben, nach 6 Jahren allerdings, weil mein Freund hat es dann geführt. Und das träume ich immer noch. Also möglicherweise mache ich sowas wieder. Und die zweite, da habe ich mal eine Gesellschaft gegründet, die ARGE, Arbeitsgemeinschaft Gesundheit in Österreich. Also das sind zwei Themen im Sinne von Traum, von denen ich noch träume und die ich noch gerne realisieren möchte, um ein bisschen Licht in die Welt zu tragen, sozusagen, und ein bisschen Glück zu streuen.
Musik